Hallo zusammen. Ende Oktober 2025 gab es ein Update der Drift-App, welche nun Bluetooth-Controllersteuerung ermöglicht. In diesem Video zeige ich euch die Kopplung des iPhones mit einem Nimbus-Controller und eine Gymkhana-Drift-Testfahrt mit diesem Controller. Des Weiteren fahre ich ein paar Runden im Race-Modus. Zum Abschluss gibt es meine persönliche Meinung zur Controllersteuerung. Nach jahrelang ersehntem Wunsch, die Drift Racer per Controller steuern zu können, gab es nun ein Update der App auf die Version 1.5.1. Die weiteren neuen Funktionen und Anpassungen können dem Screenshot entnommen werden. Die Anbindung des Controllers erfolgt aktuell ohne Konfiguration in der App. In einer späteren Version der App ist geplant, das Mapping der Belegung des Controllers anzupassen. Aktuell ist die Belegung fest hinterlegt. Näher dazu gleich nach der Kopplung des Controllers, die jetzt folgt. Ich zeige die Kopplung anhand eines iPhones und eines Nimbus-Controllers. Die Kopplung anderer Controller folgt nach ähnlichem Muster. Bluetooth muss am Smartphone aktiviert sein. Dann den Controller in Bluetooth-Kopplungsmode versetzen. Das geschieht hier mit der Bluetooth-Taste des Controllers an dessen Front. Man muss die Taste etwas länger drücken, dann beginnt der Controller mit den roten LEDs zu blinken und zeigt die Kopplungsbereitschaft an. Der Controller wird am iPhone als Nimbus angezeigt und kann ausgewählt werden. Die App des Controllers wird für die Basissteuerung nicht benötigt und kann ignoriert werden. Jetzt geht es in die Drift-App. Den Drifter noch einschalten. Fahrzeug auswählen. Und schon kann man für einen ersten Test den Menüpunkt Fahren tippen. R2 ist das analoge Gas. L2 ist die analoge Bremse. L1 ist die Handbremse. R1 ist der Schalter für den Rückwärtsgang. Beide Joysticks sind für die Lenkung aktiviert. Taste A ist nochmals als Handbremse belegt. B ist der Schalter für das Licht. X, Y und das Steuerkreuz sind nicht belegt. Der Menü-Button startet und stoppt den Motor. Und los geht's. Der Drifter fährt tatsächlich mit dem Controller. Dann drehen wir mal eine Gymkhana Drift Proberunde auf der Drift Online Games Strecke von Oktober 2025 namens Hamburger Hafen Gymkhana. Die Steuerung ist für mich mit 7 Jahren Drift Smartphone-Steuerung und nicht ganz 15.000 Kilometer erst einmal gewöhnungsbedürftig. Aber sie funktioniert, wie man sieht. Habe für diese Aufnahme ca. 10 Minuten ohne Kamera geübt. Weiter geht es im Race-Modus und einem PlayStation 4 Controller. Die Tastenbelegung entspricht im Prinzip dem Nimbus-Controller. Im Race-Modus macht es sich gleich bemerkbar, dass das Fahrzeug in Mittelstellung viel einfacher geradeaus steuerbar ist im Vergleich zur Smartphone-Steuerung. Das ist definitiv eine Verbesserung. Und wenn man es mit der Geschwindigkeit nicht übertreibt, kommt man sehr gut um die Kurven. Nun, wie ist mein erster Eindruck nach 6 Kilometer Controllersteuerung mit Drift? Die Steuerung funktioniert gut und die Drifter lassen sich damit leicht geradeaus fahren. Dies könnte einen Vorteil auf größeren Strecken haben, jedoch nicht unbedingt auf der Drift Online Games Strecke, auf der ich getestet habe. Für Drift Neueinsteiger,
die von Konsolenspielen kommen, ist ein Controller sicherlich sehr gut geeignet, Drift kennenzulernen und einfach zu steuern. Das Grundproblem, dass die Drifter an den Banden sehr gerne hängen bleiben und nicht einfach davon wieder wegzufahren sind, ist unabhängig von der Steuerung und bleibt bestehen. Für mich persönlich ist die Controllerlenkung nicht feinfühlig genug, da bin ich aktuell wohl zu grobmotorisch am Controller unterwegs. Hier wäre vielleicht der Bluetooth-Adapter für RC-Funken von Jogger 86 und Mameise eine Lösung. Aktuell funktioniert jedoch damit die Ansteuerung der Handbremse noch nicht. Das wird aber sehr wahrscheinlich noch programmiert, beziehungsweise wird sich die Tastenbelegung des Controllers in der Drift-App auch mit einem der nächsten Updates anpassen lassen. Selbst habe ich diesen Adapter noch nicht testen können, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Den Link zu den Bluetooth RC Funken Adapter findet ihr in der Videobeschreibung. Ich persönlich bleibe erst einmal bei der Smartphone-Steuerung bei Drift und den Drift Online Games. Für Neueinsteiger ist die Controllersteuerung sicherlich eine gute Alternative. Habt ihr auch schon Drift mit Controller gefahren? Wie ist eure Erfahrung damit? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Grüße von Jochen alias MadMax6.